Hallo bei Ink Up Your Pen. Heute möchte ich euch einen Klassiker des bekannten chinesischen Herstellers Jinhao vorstellen. Und zwar den Jinhao 159. Hier habt ihr vor euch, ihr seht schon, ist schon kein kleiner Füllfederhalter. Und wie immer will ich euch natürlich den Füllfederhalter beschreiben und wir werden aufs Material eingehen. Ich will euch sagen, wo ich ihn gekauft habe, was ich dafür bezahlt habe und wo ihr ihn dann auch bekommen könnt. Dann machen wir Maße und Gewicht, dann machen wir einen Schreibtest. Dann sage ich euch, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Jinhao 159. Und zum Schluss, ich kann schon nicht mehr reden, zum Schluss ziehen wir wie immer ein kurzes Resümee hier bei Ink Up Your Pen. So sieht er aus, der Jinhao 159. Das ist ein, ja, ich sag mal, ein Klassiker von Jinhao. Wer den mal mit dem Montblanc 149 vergleicht, wird gewisse Ähnlichkeiten feststellen. Denn es sieht so aus, als wäre der in Anlehnung des Montblanc 149 designt worden. Wobei er natürlich hier schon ganz klar, ihr seht es hier, als Jinhao gebrandet ist. Ich werde das mal ein bisschen näher fokussieren, dass ihr das auch seht. Also hier steht ganz klar drauf, Jinhao. Und hier hinten auch die 159, die Modellbezeichnung. Also das ist schon alles ganz klar. Insofern ist es auch keine Fälschung, sondern es ist ein Clone. Es ist schon ein Standardmodell, wie gesagt, ein Klassiker. Ich habe den vor einigen Jahren gekauft und habe mich jetzt entschieden, euch den vorzustellen. Den gibt es mittlerweile in ganz vielen Farben. Könnt ihr euch bei AliExpress, da habe ich ihn her, oder bei eBay, da findet ihr den auch noch. Könnt ihr euch mal anschauen und da könnt ihr euch dann etwas raussuchen. Den gibt es mittlerweile auch mit ganz unterschiedlichen Federstärken. Ja, man hat den immer ein bisschen weiterentwickelt. Und der kostet jetzt so, ja, ich sag mal 6 bis 8 Euro, wenn ihr den kaufen wollt bei AliExpress. An der Stelle sei wieder gesagt, ich bekomme nichts von Jinhao und ich bekomme auch nichts von AliExpress dafür, dass ich euch den heute hier vorstelle, sondern das ist, ich sag mal, mein Privatvergnügen, damit ihr euch entscheiden könnt, ist das ein Füllfederhalter, den ich mir kaufen sollte oder eher nicht. Ja, der ganze Füllfederhalter ist schon recht mächtig. Ich mag solche Füllfederhalter. Es ist ein klassisches Design, Zigarrenform, Cigar-shaped, wie es auf Englisch so schön heißt. Schwarz mit Silbern abgesetzt, lackiert, sage ich mal, schwarzer glänzender Lack. Sehr schön verarbeitet. Und ja, also ist schon macht was her, sage ich mal, wenn man den so sieht. Dann fangen wir mal an und drehen mal die Kappe ab. Mal gucken, wie lange wir da brauchen. Eine Umdrehung. Etwas mehr als eine Umdrehung ist schon mal sehr gut, weil da kann man auch mal schnell eine Notiz machen. Das wird euch sicherlich gut gefallen. Dann legen wir den Füllfederhalter mal nebenhin und beschäftigen uns erstmal mit der Kappe. Da seht ihr klassisches Design. Hier seht ihr schon mal, dieser Zierring, der lässt sich bewegen. Ich bin mir nicht sicher, ob das von Jinhao so gewollt ist oder ob das ein kleiner Produktionsfehler ist. Das weiß ich nicht. Jedenfalls will ich euch nur sagen, dieses Modell, was allerdings schon einige Zeit unbenutzt bei mir lag, das ist hier beweglich, sag ich mal. Der Clip selber, absolut funktional, super. Also, ich sag mal, nicht federnd gelagert, aber sehr, sehr gut, sehr, sehr funktional. Ja, klassische Gewinde hier, Kunststoffinnenteil, nichts Außergewöhnliches dran. Mit diesem Kappenband hier sieht edel aus, abgesehen von der Tatsache, was mir jetzt persönlich nicht so gefällt, ich weiß aber nicht, ob es so sein soll, dass sich hier dieses silberne Metallband drehen lässt. Was mir gut gefällt, ist der Clip hier mit der Kutsche von Jinhao drauf. Das sieht sehr gut aus, das sieht auch edel aus. Ja, die Kappe oben mit dem Abschlussstück, also hier mit dem Kopf nochmal abgesetzt, mit dem Ring, an dem der Clip befestigt ist. Also alles sehr schön gemacht, muss man sagen. Modellnummer hatte ich schon drauf verwiesen. Ist auch recht gewichtig.
Ja, mehr lässt sich erstmal dazu nicht sagen. Legen wir die mal nebenhin und kommen zum Füllfederhalter. Ihr seht, da ist schon Tinte dran. Ich habe mich hier auch für eine Tinte entschieden, die ich über AliExpress gekauft habe. Und zwar für die Dux 404 in Schwarz. Die habe ich schon mal eingefüllt. Hier auf der Feder seht ihr auch nochmal die typische Jinhao-Feder. Kutsche drauf, Jinhao gebrandet, 18K GP, gold-plated. Ich glaube, jeder von euch sieht, das muss Weißgold sein, was da drauf ist. Ansonsten könnte ich es nicht erkennen. Ja, hier gefällt mir gut, dass es keine so eine Griffmulden hat, wie zum Beispiel der X450. Das lässt sich zwar dann ganz gut halten bei dem X450, aber es entwertet so ein bisschen, also entwertet ist jetzt übertrieben, aber es nimmt von diesem edlen Design etwas weg. Und deswegen finde ich es eigentlich so besser. Und der hält sich ganz, ganz hervorragend, dieser Füllfederhalter hier. Das ist überhaupt nicht rutschig, das liegt super in der Hand. Der ist schön kräftig, gefällt mir sehr, sehr gut. Dann schrauben wir hier mal auf und trennen mal den Schaft. Legen wir mal nebenhin und beschäftigen uns erstmal mit dem Griffstück, wobei ich hier nochmal zeigen will, also Metallgewinde auf Metallgewinde, ganz hervorragend verarbeitet. Auch hier sieht alles sehr edel aus, hat auch keine scharfen Kanten, fasst sich super an. Hier Konverter war dabei, mit Jinhao gebrandet. Wie gesagt, hier ist schon die Tinte drin. Die Feder hatten wir schon besprochen. Hier unten typischer Plastik- oder Kunststoff-Tintenleiter von Jinhao. Hier auch nichts Ungewöhnliches dabei. Ja, das ist hier zum Griffstück zu sagen. Legen wir das auch mal nebenhin. Schauen wir uns mal hier den Schaft an. Sehr wertig gearbeitet, hier mit Metall. Dann sehr schön glänzendes schwarzer oder schön glänzender schwarzer Lacküberzug. Für das Ende, für das Abschlussstück am Schaft nochmal mit so einem Zierring versehen. Lässt sich auch nicht abdrehen, aber sehr, sehr schön gearbeitet. Ihr seht es hier, schön glänzend. Ein wunderschönes Stück. Dann setzen wir nochmal zusammen. Und dann werden wir gleich mal hier etwas über die Maße und das Gewicht verraten. Ja, also dieser Füllfederhalter, so wie ich ihn jetzt hier halte, befüllt mit Tinte und mit dem Konverter wiegt, haltet euch fest, 49 Gramm. Also das ist wirklich kein Leichtgewicht. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr ihn so in der Hand haltet, das ist wunderbar, das fühlt sich sehr gut an. Da hat keiner oder habe ich keine Schwierigkeiten damit zu schreiben. Wirklich sehr, sehr schön. Also lasst euch von dem Gewicht nicht abschrecken, wenn ihr sonst eher leichtere Füllfederhalter bevorzugt. Dann, wie gesagt, würde ich euch trotzdem empfehlen, probiert den aus, weil er liegt wirklich sehr, sehr gut in der Hand und ist jetzt so in der Hand auch kein Riese, weil so wie ich ihn jetzt hier halte, also ohne Kappe, misst er 12,7 cm. Da kann er durchaus in der Norm der Füllfederhalter, die ich euch so vorgestellt habe, mithalten. Das ist jetzt nichts, was völlig aus der Reihe fallen würde. Man kann diese Kappe auch aufstecken, zeige ich euch hier mal. So, und die hält dann auch, wie ihr hier seht. Aber dann wird es schon ein Riese, 16,5 cm, ihr seht es hier. Und dann wird er schon, aufgrund der Metallkonstruktion, Entschuldigung, wird er schon recht kopflastig. Also ich bin eh kein großer Freund vom aufgesteckten Benutzen von Füllfederhaltern, deswegen würde ich ihn so nehmen und da liegt er ganz, ganz hervorragend hier in meiner Hand. Okay, so viel zu den Maßen, was ich euch noch nicht gesagt habe, hier im geschlossenen Zustand, so wie ich ihn jetzt hier in der Hand halte, da ist er schon, hebt er sich schon ab von den anderen Füllfederhaltern, alleine mit seiner Größe von 15 cm oder mit seiner Länge und natürlich auch mit dieser Stärke, die ihr hier seht. Also das ist schon ein Füllfederhalter, der auffällt. Ja, so viel hier zu Maßen und zum Gewicht. Und dann kommen wir als nächstes zum Schreibtest. Der Schreibtest. Wir haben heute hier vor uns den Jinhao. Ja, da ein bisschen Anschreibschwierigkeiten. 159. Der hat eine F-Feder. Die Tinte ist Dux 404
schwarz. Das Papier ist wie immer Clairefontaine. DCP 160 Gramm. Okay. So viel erstmal zu den Rahmenbedingungen und dann könnt ihr wie immer hören, wie sich die Feder hier über das Papier bewegt. Ja, ich denke, ihr habt es gesehen. Das klingt recht angenehm. Die Feder ist weich, schreibt sich sehr, sehr schön. Gibt leichtes Feedback für eine feine Feder, nicht ungewöhnlich. Eher so, dass es weniger Feedback ist. Aber hier, wenn ihr seht, schaut jetzt hier wieder, wenn ich anschreibe, beim ersten Strich, da fehlt immer irgendwie ein Stück. Und das ist hier eben auch passiert. Und ja, da muss ich sagen, habe ich schon andere gesehen, die konnten das besser. Okay, dann haben wir einen Moment offen gelassen und dann werden wir jetzt mal schnelles Schreiben versuchen. Jetzt war er sofort da. Ja, hier kommt er jederzeit mit, das seht ihr schon, auch die Tintenmenge, die da hier durchkommt, die ist ganz hervorragend. Also das ist kein Problem. Hier beim schnellen Schreiben, ihr seht es, obwohl er im Moment offen war, hatten wir kein Problem damit. Also ist vielleicht mal so, mal so. Dann versuchen wir mal verkehrt herum zu schreiben. Ja, da ein paar Aussetzer. Ja, also nicht wirklich schön, kratzt auch. Würde ich so nicht benutzen, also ist jetzt nicht wirklich bemerkenswert. Dann versuchen wir mal ein bisschen Variation hineinzubringen. Oh ja, das sieht gut aus. Die Feder ist ja hervorragend. Schaut mal, wie viel Tinte da aufs Papier kommt. Das ist ja Wahnsinn. Da hat das 160 Gramm Papier Schwierigkeiten, hier was aufzunehmen. Und ihr seht auch hier, der Tintenfluss, schaut euch das mal an. Das ist der Wahnsinn. Also Tintenfluss und Feder, ganz hervorragend. Das hier ist immer noch feucht, also das 160 Gramm Papier, ich weiß gar nicht, ob man das hier so sieht, wie das da glänzt. Ja, hier sieht man es ein bisschen. Schaut mal da, wie das hier glänzt noch. Da sitzt noch ganz viel Tinte oben auf dem Papier, das ist noch gar nicht eingezogen ins Papier. Also Tintenfluss hervorragend, da kann man gar nichts sagen. Okay, so viel zum Schreibtest des Jinhao 159. Und dann sage ich euch als nächstes, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt. Was gefällt mir gut, was gefällt mir weniger gut am Jinhao 159? Hier ist er nochmal, der Jinhao 159. Ja, sehr gut gefällt mir die solide Verarbeitung. Das ist ein gewichtiger, schwerer Füllfederhalter. Alle Dinge sind gut verarbeitet, abgesehen von diesem Zierring hier, den hatte ich euch gezeigt. Ich weiß nicht, ob es so sein soll. Mir gefällt es jedenfalls nicht. Aber das ist Geschmackssache. Vielleicht stört es euch ja nicht, wenn der beweglich ist. Mich persönlich stört es ein wenig. Ich finde, der sollte fest sein. Der sollte nicht beweglich sein, sollte sich nicht drehen lassen. Was mir sehr gut gefällt, ist der Tintenfluss und die hervorragende Feder, die auch, ja, das ist keine Flexfeder, aber die durchaus Variationen aufgezeigt hat. Ihr habt es gerade im Schreibtest gesehen. Das ist wirklich hervorragend. Was mir auch gut gefällt, ist, wie er in der Hand liegt. Also ihr seht hier, der liegt in meiner Hand ganz hervorragend, hat die richtige Länge, ist ein kräftiger Füllfederhalter. Da gibt es gar nichts zu meckern. Was mir auch gut gefällt, er hat nicht diese typischen Griffmulden des 450ers oder des X450ers, so heißt er ja richtig. Das gefällt mir auch sehr gut, weil es sieht dann edler aus. Es ist ein Konverter dabei, ich hatte ihn euch gezeigt, der ist auch mit Jinhao gebrandet. Das ist also wirklich alles hervorragend. Was gefällt mir weniger gut? Ja, da muss ich sagen, diese leichten Anschreibschwierigkeiten, die aber nicht immer auftreten.
Vielleicht liegt es jetzt hier nur an meinem Modell, vielleicht ist euch das nicht so gegangen und ihr habt schon einen und sagt, na, weiß gar nicht, wovon der spricht. Bei mir ist das überhaupt kein Problem und es tritt auch nicht jedes Mal auf. Ihr habt es gesehen, vor dem schnellen Schreiben hatte ich den Moment offen gelassen und da hat er gar keine Anschreibschwierigkeit gezeigt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es jetzt etwas, was mich jetzt nicht wirklich begeistert hat. Der bewegliche Zierring, ich hatte es euch eben schon gesagt, der gefällt mir auch nicht, aber auch das ist Geschmackssache. Und dass es ein Montblanc-Klon ist. Also hier ist schon, auch wenn man eigene Elemente und überall auch das Logo von Jinhao eingeprägt hat, ist schon ein Montblanc 149 irgendwie so ein bisschen im Hintergrund, sage ich mal. Deswegen kann man ihn, glaube ich, mit Fug und Recht als Montblanc-Klon bezeichnen. Ja, würde ich ihn mir wieder kaufen? Vielleicht. Vielleicht deshalb, weil ich habe den sehr, sehr günstig bekommen. Ich habe den für 1 Euro bekommen, also inklusive Versand. Deswegen sagte ich ja, der lag schon eine Weile bei mir rum. Heutzutage müsst ihr zwischen 6 und 8 Euro für den Füllfederhalter bezahlen. Und für 1 Euro würde ich mir auf jeden Fall wiederholen. Für 6 bis 8 Euro, ich denke, da gibt es Alternativen. Vielleicht nicht ganz so kräftige Füllfederhalter. Die Feder ist sehr gut. Ich bin da selber so ein bisschen im Zwiespalt. Aber mich haben halt diese Anschreibprobleme so ein bisschen verstört. Ich weiß nicht. Also bildet euch selber eine Meinung dazu. 6 bis 8 Euro, das müsst ihr hinlegen. Ihr bekommt mittlerweile auch einige Federvarianten. Insofern könnte das auch nochmal ein Grund sein, sich den vielleicht zu kaufen, auch für einen etwas höheren Preis. Weil ich habe den schon lange nicht mehr, weder bei eBay noch bei AliExpress für 1 Euro gesehen. Das liegt wirklich schon sehr, sehr lange zurück. Ja, so viel zum Jinhao 159 und da sehen wir uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen.